Hallo allerseits, ich bin heute auf der Heim und Handwerk in München und bin jetzt hier in Halle A3, in der einige Tiny Houses zu sehen sind. Ich schaue mir jetzt ein etwas moderner gestaltetes Tiny House an, und zwar von der Firma Projekta SEN aus Brandis. Und dieses Haus der Marke SE Tiny Houses werde ich mir jetzt gleich aus der Nähe anschauen und erklären lassen, was da alles an Komponenten ist. Frau Wagner, Sie sind Geschäftsführerin dieser Idee. Wie lange gibt es Ihr Unternehmen schon? Unser Unternehmen gibt es seit Anfang des Jahres 2019. Also ganz frisch auch wir als sind ganz Idee? Frisch, aber wir bauen jetzt schon die Tiny Hall seit ein bisschen über ein Jahr, haben wir das Konzept entwickelt. Aber der Herr Dannert wird Ihnen dazu gleich noch ein paar genauere Informationen geben. Gut, dann schauen wir mal rein. Ja. Ich bin jetzt hier bei Thomas Dannert und er erklärt mir hier, was wir alles sehen können. Wie groß ist das Fahrzeug eigentlich von der Länge her außen und wie viel habe ich Innenwohnraum? Wir haben die Außenlänge sind 8,40 Meter, 2,40 Meter haben wir die Breite im Tiny House und wir haben eine Länge von 8 Metern, weil wir hinten noch einen Hausanschlussraum haben, wo die Technik integriert ist, wo die Boiler drin sind, die Elektrik und die ganzen Anschlussarbeiten gemacht werden dann für die Mädchen. Wir haben ein Außenmaß von 4 Metern, das Tiny House ist 4 Meter hoch und haben eine nutzbare Höhe im Tiny House von 3,50 Meter. Das heißt, die 4 Meter Außenhöhe ist im Hinblick auf das, dass ich es auf der Straße, auf einer normalen Straße mit normalen Tunnels transportieren kann, dass ich keinen Schwertransport brauche. Korrekt, wir haben die maximale Breite von 2,55 und die maximale Höhe von 4 Metern. Also exakt ist es 3,98, dass wir unter den 4 Metern für die Straßenverkehrsordnung bleiben. Wir haben hier in dem Tiny House eine Fußbodenheizung verarbeitet. Das ist eine elektrische Fußbodenheizung. Wir haben eine Klimaanlage als Wärmepumpe, die auch heizen kann im Winter. Wir haben einen Kamin hier mit verarbeitet, einen Holzkamin, also ein richtiger Holzkamin, der von der Sache her das Tiny House von der Leistung her komplett erwärmen könnte, aber es dauert heute ein bisschen länger. Deswegen Fußbodenheizung und Klima- bzw. Wärmepumpeheizung. Das heißt, das wäre auch tatsächlich so ein Ofen, der auch zugelassen ist. Deshalb hat er auch die Glasplatte unten drunter, dass ich hier wirklich heizen kann oder zuheizen kann oder je nachdem. Die Küchenzeile selber ist hier auch eine komplette Küchenzeile mit einem Ceran-Kochfeld. Wir haben 2er Ceran-Kochfeld drin, eine richtige normale Spüle. Wir haben einen Hauswasseranschluss, deswegen auch die normalen Mischbatterien. Einen Kühlschrank integriert. Wollen wir mal schauen, den Kühlschrank? Den Kühlschrank haben wir hier vorne integriert mit Gefrierfach. Ja, ist gut gefüllt gerade. Hier oben drüber normale Schränke auch, wo das Geschirr und die ganzen Utensilien drin sein können. Die Küche hat Schubladen mit drin. Wir haben den Mülleimer mit integriert. Ist alles ein bisschen kleiner, aber es ist ein Mülleimer mit dabei. Und hier vorne wird die Waschmaschine als Waschtrockner integriert. Die ist jetzt auf der Messe nicht dabei. Die wird dann am Montag bei der Kundin mit integriert und mit aufgebaut. Das heißt, das ist jetzt hier ein Tiny House, das demnächst ausgeliefert wird, das für einen Kunden gebaut wurde und jetzt hier auf der Messe nur noch mal auf der Heim und Handwerk zu sehen ist. Korrekt. Und zu besichtigen ist. Direkt so von der Innenausstattung her ein Kundenwunsch. Das ist nach Kundenwünschen gestaltet worden, von der Farbe her, von den Möbeln her. Und es wird direkt von der Messe zur Kundin gebracht. Was habe ich denn hier für Wände? Das sind hier Holz oder was ist das jetzt für kleine? Das ist eine 9 mm Pappelsperrholzplatte. Die ist mit einer Gewebetapete tapeziert und anschließend gestrichen. Wir haben einen Wandaufbau von 8 cm und von außen dann eine Holzfassadenverschalung. Davor dieses Moco-Fassade, die ist industriell beschichtet und es gibt auf die Außenfarbe, auf den Lack 10 Jahre Garantie. Cool. Und das heißt, also hier ist dann die Klimaanlage oben. Genau. Das hier unten wäre noch eine Balkontüre, wenn ich es jetzt wirklich als Balkontüre nutzen will. So, Terrassentüre. Man kann sie aufmachen. Wir werden dann bei der Kundin einen kleinen Austritt noch davor bauen, so dass sie dort auch mal raustreten kann. Und sie bekommt in der Außenanlage noch eine Terrasse davor gebaut, 3x8 Meter. Dass man nicht direkt dann im Freien, also auf der Erde steht, sondern dass man noch eine große Freiraumterrasse hat, wo auch dann die Markise einen Teil davon abdeckt und die Sitzmöbel draußen. Die Fenster sind isolierverglast, ganz normal, zweifach, dreifach? Das sind zweifach verglaste Fenster, sind aber ein Spezialglas. Die haben von innen 4 mm und von außen 6 mm. Die Standardfenster haben 4 mm Glas.
Aber durch die Straßenzulassung, wegen der Druck- und der Sogwirkung auf der Straße, gerade beim Überholen von den LKWs, von den Sattelzügen, ist hier ein Spezialglas drin und haben dadurch eben auch einen höheren Wärmedämmwert. Gut, jetzt sind wir hier im Wohnraum. Es gibt noch einen Schlafraum, den schauen wir uns jetzt auch an. Da muss ich jetzt hier mal vorsichtig raufklettern und dann schauen wir weiter. Hier oben ist ein Einzelbett jetzt vorgesehen, weil die Kundin halt alleine drin lebt dann. Sie hat dann die Möglichkeit, hier oben zu schlafen oder unten auf der Klappcouch zu schlafen. Wir haben noch einen Galerieschrank hier, da sind von der Rückseite zum einen Schubladen drin, dass man dann die Sachen hier oben reinlegen kann. Und von der vorderen Seite sind Türen und hier ist ein großer Deckel. Da haben wir nochmal ein großes Staufach, um eben auch mal Bettwäsche und sowas mit reinzulegen, Sommerbettbezüge oder Wintersachen oder wichtig ist, dass Stauraum vorhanden ist. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich LED-Beleuchtungen, so wie ich das so schätze. Dann haben wir auch eine Wechselschaltung, dass von oben und von unten das eingeschaltet werden kann. Und das heißt, hier ist der Lichtschalter jetzt eigentlich für ein Doppelbett mal vom Platz her vorgesehen. Ja, beziehungsweise wenn sie dann das Bett weiter vorzieht und hinten noch was abstellen will. Wir haben das Bett jetzt bloß weiter hinten hingestellt, weil doch viele Interessenten auf der Messe doch hier hochgehen und sich das anschauen, damit einfach ein bisschen Platz da ist. Wie groß ist jetzt der Schlafraum oben, den ich jetzt hier insgesamt habe? Und was habe ich hier für Höhe bis zur Decke? Wir haben hier eine Deckenhöhe von 1,04 Meter. 1,04 Meter haben wir Gesamtdeckenhöhe im vorderen Bereich. Nach hinten ist es ein bisschen weniger, weil die Dachneigung nach hinten ja da sein muss, damit das Wasser abläuft. Und wir haben eine 3 Meter Tiefe und 2,40 Meter Breite in dem Bereich hier oben in dem Galeriebereich, sodass auch bequem ein Doppelbett reinpasst mit 1,80 mal 2 Metern und der Galerieschrank immer noch Platz hat und ein kleiner Bereich ist, das heißt, hier könnten locker wirklich schön 2 Personen wohnen. Genau. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Die Innenhöhe jetzt von hier aus gesehen, man sieht es ja jetzt hier schön, das sind jetzt 3,50 Meter. 3,50 Meter, die wir hier haben. Höhe haben wir jetzt hier knapp 3,50 Meter. Und im unteren Bereich haben wir jetzt 2,10 Meter Raumhöhe, Deckenhöhe im Galeriebereich, im Eingangsbereich und im Bad. Und hier ist es sehr luftig. Also man hat nicht das Gefühl, dass es einbeengt in dem Tiny House. Jetzt, wir haben eine schöne Deckenhöhe und durch die helle Decke wird auch optisch die Decke noch ein bisschen angehoben, so dass man hier nie das Gefühl hat, dass es zu eng wird. Gut, dann gehe ich jetzt mal vorsichtig runter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle, weil ein Teil fehlt noch zum Anschauen, der Sanitärbereich. Der ist ja auch immer für viele Leute interessant und wichtig. Der ist je nach Tiny House ja sehr unterschiedlich realisiert. Und hier haben wir eine normale Dusche. Die Dusche ist 80 x 80, also ein normales Standardduschbecken im Grunde genommen drin. Wir haben eine Regenschauerbrause in dem Fall eingebaut. Und die Wände sind wasserdicht? Die sind wasserdicht, das ist ein Acryl, ist das, was dort aufgetragen ist, und absolut wasserdicht. Wir haben auch die Variante, eine Badewanne einzubauen. Wir haben also in dem letzten Tiny House auch eine Badewanne drin gehabt als Raumsparbadewanne. Das hier ist ein Festlandanschluss, weil es ja auch auf ein Pachtgrundstück geht, wo mit einer Baugenehmigung gearbeitet worden ist. Wir haben den Toilettenbereich hier. Das heißt, das ist ein ganz normaler Wasseranschluss. Ganz normaler Wasseranschluss an der Stelle dann, genau, der dann mit der Küche kombiniert ist als Abfluss. Genau, das wird zusammengeführt im Tiny House selber und wird dann zusammen nach unten abgeführt. Dann habe ich normales Waschbecken mit dabei. Das heißt, das ist hier ungefähr fast 2 Quadratmeter, 4 Quadratmeter fast so. Knapp, ja, so 3,6 sind es, glaube ich, für mich. Mit der Dusche. Genau. Spiegelschrank ist mit dabei. Da ist auch nochmal eine separate Beleuchtung mit dabei, so dass man auch den Spiegelschrank alleine bloß nutzen kann. Auch Steckdosenanschluss nochmal für einen Föhn und sowas an der Seite, dass man das dann gleich mit dabei hat. Und da ist eine Schiebetür wahrscheinlich irgendwie versteckt? Ne, wir haben jetzt hier eine normale Flügeltüre, die haben wir aber wegen der Messe ausgehangen, weil doch der Interessentenandrang sehr groß ist und damit die nicht im Weg steht, haben wir sie gar nicht erst eingebaut. Dann gibt es hier noch eine Ablage oben, so mit LED-Lichtleiste auch nochmal genau. schön. Und wir haben auch jede Lichtquelle ist einzeln schaltbar bei uns, also die sind jetzt nicht nur mit einem Schalter mehrere Lampen einschaltet, sondern wirklich jede Lichtquelle kann man hier einzeln steuern. Gut, jetzt noch die bescheidene Frage zum Schluss.
sieht ja hier, durch das, dass hier einiges drin ist, ein Ofen, der Kühlschrank, eine Waschmaschine kommt nächste Woche noch rein. Was zahlt man denn dafür? Was kostet dieses Haus, so wie es da steht? Also das Tiny House jetzt, wie es hier steht, wir haben eine PV-Anlage mit auf dem Dach drauf, als Plug-and-Play-Anlage mit 600 Watt Pi. Das sind 2 Felder, wir haben die Klimaanlage drin, wir haben die Fußbodenheizung drin, der Kamin ist dabei, die Einbaumöbel inklusive dem Kühlschrank mit Gefrierfach, der Waschmaschine, also so ein Waschtrockner ist das, der Einbautreppe, Sanitärbereich, sind wir bei 61.800 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer. Und da die Häuser doch relativ groß sind und nicht jeder ein SUV oder ein Pickup zur Verfügung hat, wir liefern die Tiny Häuser auch an für einen Unkostenbeitrag von 1 Euro pro gefahrenen Kilometer. Und wir haben bei der Lieferung einen versicherten Transport. Also das ist nicht nur der Trailer und das Material, was versichert ist, wenn was passieren sollte, sondern es ist das Tiny House an sich als solches versichert. Wo werden die Gebäude, diese Tiny Houses gebaut? Bei Ihnen in Brandis? Oder wo? Die werden in Brandis gebaut, Brandis bei Leipzig. Und wir bauen im Schnitt 2 bis 3 Tiny Häuser parallel. Das macht immer so vom Ablauf her die Sache recht interessant. Und die werden dann in der Regel immer zum Kunden geliefert. Also bis jetzt war noch kein Kunde da und hat ein Tiny House bei uns abgeholt, sondern wir haben sie eigentlich immer ausgeliefert. Und wie lange dauert die Bauphase von so einem Haus? 4 Wochen. 4 Wochen. Das heißt, in 4 Wochen wird das komplette Haus gebaut? Genau, vom Fahrgestell beplanken, also von der Bodenplatte im Grunde genommen kann man sagen, bis zur Auslieferung brauchen wir 4 Wochen. Und in der Regel Bestellung, ab Bestellung, wie viel muss man da noch einplanen? Hängt natürlich davon ab, wie viele Leute kaufen wollen. 3 Monate im Schnitt kann man sagen, weil die Trailer kommen aus Holland, die Firma Flamex stellt die Trailer her und die Lieferzeit der Trailer ist immer so ein entscheidender Faktor. Das heißt, da ist ein Standard-Trailer verbaut, ein Dreiachs-Trailer haben Sie momentan? Wir nehmen Dreiachs-Trailer für die großen Tiny-Häuser, weil einfach die Verteilung, die Gewichtsverteilung auf den Achsen eine bessere ist und auch das Fahrverhalten auf der Straße einfach interessanter ist. Also Sie können bequem am SUV oder an einem LKW das Tiny-Haus hinterherziehen, das fängt nicht an zu schlingern oder irgendwas, sondern es läuft wirklich ruhig hinterher. Und wir haben die Lieferzeit bei den Flamex, kompensieren wir teilweise, dass wir immer eine gewisse Traileranzahl dastehen haben, dass wir dort teilweise auch reagieren können, dass wir die Bodenplatten auf den Trailern immer schon im Vorbereitend bauen können und hinstellen, bis es dann in die Produktion reingeht. Gut, und wie lange braucht man dann noch für die Anschlüsse, Wasser und so weiter? Das ist wahrscheinlich ein Tag. Und dann also es kommt immer darauf an, wie es der Kunde vorbereitet hat. Wenn es optimal läuft, dann sind auch ein paar Stützfundamente vorbereitet, wo die Stützen aufgesetzt werden können oder die Medien eben auch auf den Punkt gebracht werden. Wir bringen auch sogenannte Installationspläne, wo die Versorger dann sehen, an welcher Stelle Wasser, Abwasser und Strom aus dem Erdreich rauskommen soll. Wenn das alles passt, lässt sich das relativ leicht anschließen und manchmal muss eben noch ein bisschen hin und her gebastelt werden, dass die Medien dann ins Tiny House eingeführt werden können. Gut, dann bedanke ich mich für die Erklärungen, für die Ausführungen. War sehr interessant hier bei Thomas Dannert von der Projektassen GmbH aus Brandis, hier auf der Heim und Handwerk in München. Vielen Dank.